Die Zölle steigen, die Märkte spielen verrückt. Wir wollen das aufklären. Please, it's too much winning. Valentin, was war denn der Auslöser für diese extremen Marktbewegungen? Der Auslöser letzte Woche, wir kennen es, diese starke Zollerhebung vom US-Präsidenten Trump. Wir haben das mal in Perspektive gesetzt. Die blaue Linie ist das durchschnittliche Zollniveau der USA. Mit wie viel Prozent werden Importe in die USA mit Zöllen belegt? Der Trend war ja über Jahrzehnte in einer integrierten Weltwirtschaft, Zölle runterzufahren, weil alle davon profitieren. Man sieht nur, dieser steile Anstieg zum Schluss. Das wäre, wenn die Zölle in voller Höhe umgesetzt wären. Das wäre quasi über der Spitze der 30 Jahre des letzten Jahrhunderts. Einzigartig. Und wie schlimm ist das jetzt tatsächlich für die Weltwirtschaft? Es ist vor allem schlimm für große Unternehmen, das sind halt meistens die Börsennotierten, die genau davon leben, dass sie überall Produktionsstätten haben, alle Märkte beliefern, weit vernetzt sind, die trifft es überproportional. In Aktienmärkten geht es entsprechend rund. Wir haben da nur eine Grafik mitgenommen, die ändert sich natürlich jeden Tag, aber Größenordnung, grüne Linie USA, da ist man jetzt schon fast wieder zurück auf die Niveaus von Anfang 24, also die ganzen Kursanstiege wieder hergegeben. Europa und China sind wir zurück auf die Niveaus von Anfang heuer. Das schaut jetzt nicht tragisch aus, aber das war auch schon sehr viel Anstieg Jänner, Februar. Also im Prozent war das vom Hoch schon eine ordentliche Rückgang bis jetzt und mit heute Montag fallen wir weiter. Da sehen wir ja jetzt nur die Aktienmarktentwicklung. Wird das dann für die Realwirtschaft genauso schlimm enden? Na, das ist vielleicht die gute Nachricht. Für große Wirtschaftsräume, Europäische Union, Eurozone, China, ist der Effekt deutlich abmilderbarer, als er für kleine Länder ist. Nehmen wir her Vietnam, die haben jetzt 46% Zoll raufbekommen, 25% von ihrem BIP sind Exporte in die USA. Für die heißt es massive Rezession. Verhandeln auch entsprechend schon und die werden sich, so es aussieht, auch einigen, dass sie glimpflicher davon kommen. Große Länder wie China importieren 3%, 3% des BIPs in die USA. Das ist nicht schön, wenn sie dann weniger dorthin liefern. Das ist auch für die großen Exportfirmen im Kurs offensichtlich nicht schön. Aber das löst jetzt keine Rezession aus. Und Europa sitzt irgendwo dazwischen. Wir sind bei gut 4% unserer Wirtschaftsleistung in Europa, die in die USA exportiert werden. Das heißt, es tut schon weh, wenn die um 10-20% runterkommt. Trump hat ja für alle Länder gleichzeitig die Zölle angehoben. Und Europa kommt da noch relativ gut weg mit 20%. Das heißt, welche Wahl hat denn jetzt der US-Konsument? Normalerweise würde er ausweichen, weniger von dem Land kaufen und mehr vom anderen Land kaufen. Das kann jetzt aber nicht. Für alle Länder sind die Zölle gestiegen. Europäische Produkte sind noch relativ billig im Vergleich zu chinesischen oder japanischen nach den Zöllen. Das heißt, er muss die Kröte schlucken. Er könnte es natürlich jetzt im Inland kaufen, nur wer soll es denn produzieren? Die USA haben praktisch Vollbeschäftigung. Für alles, was sie jetzt produzieren, statt es im Import zu kaufen, müssen sie was anderes aufhören zu produzieren. Also es geht sich hinten und vorne nicht aus. Und wer baut denn jetzt eine Fabrik in Amerika? Das dauert Jahre, wenn dann der nächste Präsident die ganzen Zölle wieder aufhebt, weil es volkswirtschaftlich ein völliger Unfug ist. Also lange Rede, kurzer Sinn, am meisten schaden sich eigentlich die USA, weil dort gehen die Preise rauf, die Inflationsrate, weil die ganzen Importe teurer werden und der Konsument in Amerika nicht ausweichen kann. Plus entsprechend weniger Realeinkommen, noch Inflation bleibt weniger Kaufkraft, die Wirtschaft schwächt sich ab. Wir kriegen es eigentlich kollateral mit, weil wir auch dann weniger in die USA exportieren. Exporte in die anderen Länder sind aber für Europa nicht betroffen. Großer Unterschied zu den 30er Jahren, da haben sich alle eingebunkert hinter Zollmauern und haben die Weltwirtschaft in Summe runtergetrieben. Jetzt schadet sich mal primär die USA und wir bekommen halt den Kollateralschaden ab. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Die Frage, die sich für mich stellt, ist, wie positioniert man sich jetzt bestens in so einer Situation? Der Schaden kommt noch stärker in den USA an. Das heißt, der US-Präsident und auch alle, die hinter ihm stehen und ein bisschen Einfluss haben, müssen sich jetzt aussuchen. Gehen sie über die nächsten Tage, Wochen, Monate sehenden Auges nicht nur in einen massiven Börsenrückgang rein, der ist dann auch schnell wieder vorbei. Der Druck wird ja auch schon größer in Amerika. Wenn jetzt dann die Arbeitslosenrate steigt, die Konjunktur sich in eine Rezession reinbewegt, schaut man das Sehensauges zu. Das ist ja kein Erdbeben, was da über uns hereingebrochen ist. Das hat sich eine Person absichtlich ausgesucht. Die eine Person kann jederzeit ihre Meinung ändern und der Spuk ist, wenn nicht vorbei, zumindest stark abgemildert. Das wäre jetzt auch so ein Punkt, wenn wir zum Beispiel versuchen würden, in unseren Fonds jetzt noch Aktienquote stark zu reduzieren. Wir hatten sie letzte Woche reduziert, wir sind jetzt neutral aufgestellt in unseren Portfolios, aber wenn ich jetzt Aktienquote nochmal rausnehme, muss ich damit rechnen, es gibt über Nacht einen Tweet, eine Meldung vom Herrn Trump, dass er jetzt doch verhandeln möchte. Und die Märkte machen dann wahrscheinlich einen Satz nach oben und dann kaufe ich teurer wieder nach. Also unsere Idee wäre jetzt eher in unseren Portfolios Füße mal stillzuhalten und dann selektiv zu schauen, ab wann und wo gibt es hier Gelegenheit, eigentlich diese tieferen Kurse auszunutzen. Da wären es natürlich auch jede Menge gute Firmen, deutlich billiger, als sie noch vor kurzem waren. Was du noch vorbereitet hast, ist ja auch ein Chart, wie es so in Krisensituationen immer wieder passiert. Ja, und da mal ein Beispiel mit wie bei zwei klassischen Krisen der jüngeren Vergangenheit. Das linke wäre Corona-Krise. Das rechte wäre der Überfall auf die Ukraine. Wie so die Börsen in Europa, Amerika entwickelt haben. Ja, nach unten, klar. Aber der rote Strich ist jeweils
der Tag, wo es im Endeffekt passiert ist. Da war dann in Summe natürlich der Markt weit im Minus, aber ein guter Teil vom Rückgang ist bis dahin passiert. Wenn die Info mal bekannt ist, fällt es schon noch ein bisschen weiter. Aber wenn da mal die schlechten Infos da sind, die schlechten Infos war das massive Zollpaket letzte Woche. Jetzt würde ich halt hoffen, ab jetzt soll es nur mehr besser werden, wenn man sieht, es gibt Verhandlungen, man einigt sich auf Kompromisse, man kommt mit den Zollsätzen auch wieder runter. Auf das warten halt jetzt alle. Und was der Markt nicht mag, ist genau diese Unsicherheit. Schaukelt sich weiter auf, Zölle, Gegenzölle, dann fallen wir noch weiter. Das kann aber auch ganz schnell drehen. Genau aus dem können wir nicht raus. Vielleicht nur da mitnehmen, hätte man vermutet, dass es dann auch Corona so schnell auch wieder rausgeht. Das heißt, nur nicht in Panik verfallen, sondern jetzt einmal abwarten hat sich noch nie gelohnt. Und einen kühlen Kopf bewahren. Ja, da hätte ich eine Grafik zum Schluss, von wegen globale Krisen und Panik. Ich glaube, kennen viele von Ihnen schon, aber sie ist halt alt und gut. Ne? Ein globaler Aktienmarkt die letzten circa 50 Jahre und wie er sich da in vergangenen Krisen entwickelt hat. Und klar, irgendwann dreht der Markt dann auch wieder rauf, tut er normalerweise, wenn die Wirtschaft danach wieder zu wachsen beginnt. Das heißt, kurz zusammengefasst, die ganze Situation ist ausgelöst von einer Person. Das kann sich wieder rasch ändern. Panik ist in der Situation kein guter Ratgeber. Wir halten Sie auf jeden Fall abgedatet zu den aktuellsten Marktentwicklungen. Und wenn sich nichts tut, dann hören wir uns spätestens in einem Monat wieder.